Hallo Leute! Ja, sagen wir mal weiter direkt. Dann, naja, machen wir weiter hier. Gehen wir direkt den stark, den Korma. Sehr stark. Hector Norm. Was hat der denn? Einen Smaragdrachen. Eieieiei, der Typ, ey. Eieieiei. Spinnenei. Schwach, okay, aber da gehen wir jetzt noch nicht hin. Boah, ich hab schon gedacht, Müll, ey. Das sah nämlich so aus. Nee, ist aber nicht. Okay. Jimmy Kraut. Was glotzt ihr denn so? Hast doch etwas an mir nicht? Nein, es ist alles in Ordnung. Ich heiße Amelie und ihr seid. Ist das wahr? Stößt euch mit Aussehen wirklich dicht ab. Seht mich doch mal ganz genau an. Manche Frauen sagen ja, dass Namen die Landkarte zur Seele des Mannes seien. Findet ihr, dass das stimmt? Ich muss kurz meinen Bildschirm drehen. So. Es ist nicht das Äußere, das zählt, sondern die inneren Werte. Ich glaube, dass ihr ein guter Mann seid. Mein Name ist Jimmy Kraut. Ich war immer der jüngste und kühnste Kapitän von ganz Rostanker. Doch nach einem kleinen Zwischenfall mit ein paar Haien haben sich alle von mir abgewandt, die mich kannten. Sogar meine Freundin, die ich davon gerettet habe, als Haifutter zu enden. Jimmy lächelt bitte. Ihr habt eure Freunde vor einem Haiangriff gerettet? Erstaunlich, man trifft nicht jeden Tag jemanden, der so mutig ist wie ihr. Naja. Wisst ihr, ich höre nur selten so nette Dinge. Erst recht nicht von einem Mädchen. Heutzutage sind die Frauen nur freundlich zu mir, wenn meine Taschen voller Gold sind. Sogar meine Liebste hat mich verlassen. Jimmy nimmt etwas das um seinen Hals hängt und hält es dir hin. Nehmt dieses Amulett. Das ist ein Zeichen des des Haies, dem ich diese Namen verdanke. Meine Güte. Ich trage ihn als Erinnerung an diesen schrecklichen Tag. Aber eigentlich brauche ich ihn nicht, denn ich werde ohnehin jeden Tag daran erinnert, wenn mich die Leute anstarren oder ich meine hässliche Fratze im Spiegel sehe. Vielen Dank, Geschenk annehmen. Jetzt kennt ihr meine Geschichte, aber ihr seid wahrscheinlich an etwas ganz anderem interessiert. Erzählt mir mehr, wie zum Beispiel diesen Namen gekommen seid. Ja komm, wie viele andere Lausejungen träumte ich als Kind davon, Pirat zu werden. Ich konnte mich stundenlang mit Berichten über Seeschlachten beschäftigen, mit Angriffsstrategien, wie man kämpft und wie man ein Vermögen macht. Ich muss sagen, dass das Glück auf meiner Seite war und ich schon bald der jüngste Kapitän auf hoher See war. Bald schon hatte ich das Kommando über mein eigenes Schiff und führte ein wildes und freies Leben. Gold und Rum flossen Strömen. Dazu hatte ich noch ein wunderschönes Mädchen, ebenso hübsch wie ihr. Sie war ein mutiges Mädchen, immer an meiner Seite, immer bereit, Anker zu richten und die Segel zu setzen. Und wie hat sie in der Schenke immer für Stimmung gesorgt. Wir hatten vor zu heiraten, doch dann wandte sich die Glücksgöttin von mir ab. Oh je, und eines Tages verlor ich dann alles. Was ist passiert? Ein Sturm, kaum mehr als eine kurze Böe. Meine wunderschöne Isabel verlor für einen Moment die Balance und ging über Bord. Sie trieb zwar an der Oberfläche, doch plötzlich entdeckte ich einen Halt. Tja, ich konnte nicht einfach nur zusehen und abwarten, was wohl passieren würde. Also sprang ich ins Wasser, nur mit meinem Messer bewaffnet. Es war ein kurzer, aber blutiger Kampf, wie durch ein wunderlanges Medium und hier die Kehle durchzuschneiden. Bella und ich wurden aus dem Wasser gezogen. Aber von diesem Tag an war mein Ruf ruiniert. Was sollten die Seeleute schließlich von einem Captain halten, der weichherzig genug war, mitten in die Haie zu springen, nur wegen eines Rockzipfels? Es wäre etwas anderes, wenn es eine Schatztruhe oder ein schönes Fässchen für Rollarum gewesen wäre. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde als Diebes-toller Narr abgestempelt und ein neuer Captain wurde gewählt. Was ist mit Isabel? Isabel geht es gut. Sie ist mit einem kleinen Schrecken davon gekommen. Sie war zwar rührend dankbar, hinterher saß einen ganzen Monat lang an meinem Bett, während ich wie eine Mumie in Verbände gewickelt war. Doch kaum waren die Verbände entfernt und sie sah meine Narben, sagen wir einfach, sie war sehr enttäuscht. Und so kam es, dass ich in ein paar kurzen Wochen alles verlor. Ich saß an Land fest, ohne Schiff, ohne Mannschaft, ohne Mädchen und ohne Geld. Möchtet ihr vielleicht auch mich auf meiner Reise begleiten? Wieso nicht? Meint ihr das jetzt ernst? Ihr ladet mich ein?
mit euch zu gehen. Oh, mein Herz steigt wie ein Vogel in die Lüfte. Ich gestehe, dass ich noch nie so ein wunderschönes Mädchen gesehen habe wie euch. Und ja, ich werde euch bis ans Ende der Welt folgen und dann direkt ins Maul eines Hais springen, wenn es nötig ist. Vielleicht bin ich ein bisschen in euch verliebt. Hat all die Gefühle zu leid wurde kampfeslos erstickt. Ich brauche einen Kämpfer, keinen Poeten. Alles gut, kommt mit mir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Da seht ihr jetzt Jimmy Kraut. Man kann mit ihm auch sprechen, wie ihr seht, aber das werden wir jetzt nicht. Wir können ihm Ausrüstung geben, wie man sieht. Da geben wir jetzt Jimmy ein bisschen. Ja, leider nicht. Gut, kann man nichts machen. Ja, komm, was soll man machen? Schwach, nein. Wenigstens ist die Musik gut von dem Spiel. Ich hab nichts dagegen. Ja, ja. Ist mir gut. Also, halten wir mal kurz fest. Wer ist jetzt dran? Wir, dann er, dann der. Okay. Feuerball haben wir auf Level 2. Die Vierer Panzer weg. Du könntest die 5 hier besiegen, weil ich keine Lust habe, gegen diese Seebären hier vorne zu kämpfen. Exakt. Jetzt haben wir jetzt keine Boot mehr, aber... So, wie viel können wir töten? Ja gut, die ist was egal. Eigentlich habe ich gebe auf die mal. Genau. Ja, war gut, ja. Oh! Das habe ich wieder vergessen, ich töte. Das habe ich vergessen. Hoffe mal, dass der Typ einschläft. Sehr schön. Auf den bitte. Exakt. Verteidigen. Gut. 2 bis 3 macht der. Der klar ist besser, wenn wir jetzt beim Feuerfall reinkommen. Genau, du kannst mal kurz auf Wart klicken. Du genauso. Du könntest 2 bis 3, das ist gut. Okay. 2. Bisschen Power Up hier. 3 Damage. Perfekt. Und töten wir den jetzt. Zack. Du kannst jetzt einmal gehen. 23 Damage. Eieiei, da haben wir aber noch was übrig, also. Komm. Und natürlich mit dem Schwert schön ins Gesicht ab. Dann tot die Fische. Ja. Schwach. Hexenjäger, Dornenkrieger, Werwolf. Okay. Falle. Truhe. Robin Goodman. Aha, was haben wir denn da für einen interessanten kleinen Schatz? Geld oder Leben? Und wer seid ihr? My Lady, ich bin der gute liebe Robin Goodman. Wir fehlen die Reichen, geben es den Armen. Also, wenn ihr wirklich so gut seid, dann lasst ihr mich doch sicher gehen, oder? Ja, natürlich dürft ihr gehen, aber vorher Augäpfeln wir eure Taschen und die Satteltaschen eures Pferdes. Und was wir finden, das behalten wir natürlich. Logisch.
Goodman erbittet lächelt deine Zustimmung, gibt seinen Männern ein Zeichen. Ich glaube nicht, dass meine Taschen euch etwas angehen. Verteidigen. Ich habe wirklich keine Ahnung, welche Stufe der Typ war. Damn it! Nein. Eieiei, du kleiner Lack, du Fetter! Alter, Mann, Junge! Der Typ, der hat so eine Schelle verdient. Der hat so eine Schelle verdient, jetzt habe ich wegen dem Typen einen verloren. Eieieiei. Kleiner Spasti, du. Dort halt kommen. Ja, nein, nicht bewegen, bitte. Dieser Typ, der macht mich krank, ehrlich wahr, Leute. Ah. Der Typ hat so eine Schelle verdient, dieser Robin Goodman. Habe ich 2 Truppen verloren. Da. Da, komm. Der hat so verdient zu sterben, der Typ. Ja, 14. Verteidigen. Komm, jetzt tötet ihn endlich. Gibt's doch nicht. Aber jetzt tötet ihn. Zack. Danke. Ah, wieso genau diese Typen? Wieso, Junge? Wieso? Stufe 7. Der fiese Robin Goodman ist tot und die Straßen sind für Reisende wieder sicher. Ja, ich hätte ja zur Not noch meine Truppen da, aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man sie nicht braucht, braucht man sie halt nicht. Naja. Gut, ich benutze sie jetzt nicht. Gut, es ist mir wurscht, was sie machen.
auf die Werwölfe sofort. Warte. Einen töten. Ah ja, gut. 15 war da, verdammt. Dann töten wir den halt. Geben wir unser bestes tierische Mittel weiter. Okay, warten wir noch. Ja. Komm, ich kann's so machen. Genau. Perfekt. Du wartest wieder mal. Vielleicht hützt du ja alle. Schade. Eieiei, komm schon, ist ja nichts. So geht's. Du hörst nur eins, was genau. Ja, okay. Achso. Ganz kurz auf warten. Ja, 10, ja gut. Was aber für 70er Damage. Ja, komm, das ist ja nichts. Ja, mein Gott. Töten wir den da. Zack. Perfekt. Gehen wir halt vor und gehen auf Verteidigung. Hallo, ja, gut. Kann man nicht meckern. Was ist das? Nein! Oh shit, ey! Komm, erledige den da. Ich hoffe, dass eigentlich. Ah, so, es geht ja gut. Ja, komm. Nur 70er Damage. So, und jetzt. Ganz einfach. Kann sich nicht mehr bewegen. Komm. Jawohl. Ich kann noch warten. So. Ja, mein Gott. Das einzige ist die Möglichkeit noch einfach drauf hier. Und tot. Genau. So geht es eigentlich ohne Verluste. Naja, aber man kann ja nicht alles haben. Oh. Ah, ist ja eine Truhe. Schwach. Die tut ganz kurz speichern. Wird oder so, das ist gut. Ja, mein Gott. Feuerpfeil hier direkt. So.
7. als 4. erst, okay. Könnte aber auch wehtun, einmal. Ja, nee, eigentlich geht schon. Okay, 2 ist nichts. Wirst du lieber den beiden Bogenschützen töten, hast du mehr davon. Vielleicht. Jawohl. War nichts. Was hat der denn jetzt? Tollwütig. Geil, da haben wir einen Debuff. Ich hab keine Lust, dass wir den Ding verlieren hier. Komm. Genau. Oh, komm. Noch ein Bogenschützen weniger. Ich kann es auch noch mal weniger machen. Vielleicht 2. Jawohl. Nein. Ich hab gesagt nein. 4, 6, 1. Aber ich nehme hier mal ein paar weniger. Jawohl. Und der schläft. Hast vielleicht können wir ja. Na gut, dann machen wir lieber den da. Ja, dann mache ich gleich 5, jawohl. Ach ja. Eieieiei. Der macht genau 4, also weg. Du gehst kurz auf Verteidigen. Genau wie du könntest. Du wirst es aber nicht. Aber ich glaube an dich. Jawohl. Ein weniger. Neun weniger. Machst es so. Bam. Aber. Genau. Neun weniger. Und wir hoffen, dass du ihn tötest. Genau. Genau, mein Freund. So, keine Verluste, bald ein Level up. Was will man mehr? $10.000 Goldstücke. Gut. Ah, was ist denn da? Geheimnisvolle Tür. Oh. Die habe ich gar nicht gesehen. Wir wissen, was wir als erstes machen. Leben hat der 100. Jawohl. Ja, sag mal, perfekt. Da müssen wir ein paar weniger. Ein paar Leute dezimieren, sagen wir mal. Genau, 12, das passt. Ja, aber teilen wir uns jetzt mal genau wie hier auch. Da machen wir auf das hier einfach mal. Was?
kidding me? Gut. Mach du ihn weg. Hoffentlich. Ja, super, ey. Ja, genau. Immer mal diese 3 weg da. Ah. Tot. Du stehst jetzt dahin einfach. Du weißt, was du machst, genau. Du auch? Ja, jawoll! Tot. Jawohl, jetzt sei mal. Direkt bald vom Level up auch. Ah ja, großartige Strategie Nummer 2. Was haben wir jetzt bekommen? Plus 500 Führerschaft. Was sagen wir mal da? Schwach. Zorka. Gut wieder schwache. Speichern wir natürlich. Ja, klar. Oi, 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 das war knapp. Das war knapp, ey. Okay, einen können wir töten. Ja, wir machen hier mal. Können wir hier töten. Gut Glück natürlich. Jetzt kurz verfluchtes Gespenst. Gut. Du machst hier mal noch ein paar weg. Jawohl. Du weißt, was du machst, tötest einen von denen. Gut. Was so? Genau. 3 bis 5, komm. Jawohl. Verteidigen wir jetzt mal. Gut, dass er die angreift. Gut, der ist nicht gefährlich, um ehrlich zu sein. Wieder Zorka.